Mein Name ist Enrico Brissa. Vor kurzem ist mein Buch Flagge zeigen, warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen, im Siedler Verlag erschienen. Es ist kein zurückhaltend neutral geschriebenes Sachbuch über die Staatssymbole, sondern ein Plädoyer für einen gelebten Verfassungspatriotismus. Ich glaube, dass wir uns alle stärker darauf besinnen müssen, was die Grundlagen unserer Gesellschaft sind. Wie ich in diesem Buch zeigen will, Schwarz-Rot-Gold, ist das Zeichen für Einheit und Freiheit. Wir stehen hier vor einer Originalfahne des Hambacher Festes. Es gibt nicht mehr viele Originalfahnen und diese sehr sehenswerte parlamentshistorische Ausstellung im Deutschen Dom am Berliner Gendarmenmarkt hat so ein Exemplar vom Hambacher Fest 1832. Das ist eine sogenannte Urfahne. Sie sehen, es sind schon gewisse Veränderungen im Stoff, etwas verblichen, ausgefranst, aber ganz klar schwarz, rot und gold mit einer Goldbrokat-Einfassung. Man kann sagen, dass die Geschichte von Schwarz-Rot-Gold gewisse Vorläufer im Mittelalter hatte. Da waren vor allem Schwarz und Gold Wappenfarben des Reichs, manchmal mit roten Einsprengseln, aber es waren Wappenfarben. Eine echte politische Bedeutung hat die deutsche Trikolore erst in den Befreiungskriegen im 19. Jahrhundert und dann eben in der Burschenschaftsbewegung bekommen. Das Lützower Freikorps hatte eine große propagandistische Wirkung in den Freiheitskriegen. Es war eine viel größere politische, propagandistische, alldeutsche Kraft, als es eine militärische Bedeutung gehabt hätte. Und wie kam es zu diesen Uniformfarben? Die waren nicht etwa wie sonst in der preußischen Armee blau, sondern jeder kam mit seinen eigenen Kleidungsstücken zum Freikorps. Die wurden dann schwarz eingefärbt, hatten rote Aufschläge und goldfarbene Messingknöpfe. Und das war dann auch schon alles. Das war sozusagen die Geburtsstunde einer ganz wichtigen Bildmarke. Von den Schlachtfeldern der Befreiungskriege gingen diese Farben dann über die Jenaer Urburschenschaft in die Burschenschaftsbewegung in die Aula der Universitäten über. Das war der erste Schritt. Dann gab es 1817 mit dem Wartburgfest eine erste überregionale Bedeutung dieser Farben, aber richtig national und international bekannt wurde Schwarz-Rot-Gold mit dem Hambacher Fest. Das war die größte Demonstration der deutschen Geschichte bis dahin. Etwa 30.000 Menschen versammelten sich zu diesem verbotenen Demonstrationsakt, der deswegen Fest genannt wurde, um die Verbote zu umgehen, und lehnten sich auf gegen die Obrigkeitsstaaten, die im Deutschen Bund versammelt waren. Hier sehen wir eine Abbildung des Hambacher Festes. Wer genau hinschaut, sieht, dass die Farben Schwarz-Rot-Gold nicht immer in der heutigen Reihenfolge abgebildet waren, manchmal auch Schwarz-Gold-Rot. Das war also noch nicht so ganz festgelegt. Warum wissen wir das? Warum ist das kein Kolorierungsfehler? Es gibt auch Fahnen dieser Zeit, die eben die Farben andersrum anordnen, als es heute bekannt ist. Das Hambacher Schloss ist ein ganz wichtiger zentraler Erinnerungsort unserer Demokratiegeschichte und muss in einem Atemzug genannt werden mit der Frankfurter Paulskirche. Und in der zweiten Abbildung sehen wir den Ort, wo wir gerade dieses Interview führen. Das ist der Deutsche Dom am Gendarmenmarkt und abgebildet ist die öffentliche Aufbahrung der 183 Märzgefallenen, bevor sie zum Friedhof der Märzgefallenen überführt worden sind. Schwarz-Rot-Gold steht insofern in einer Traditionslinie von den Befreiungskriegen über die Burschenschaftsbewegung, über das Wartburgfest, das Hambacher Fest hin zur 1848er Revolution, zur Paulskirche und danach zur Weimarer Republik und natürlich in den deutschen Teilstaaten in einer ausdifferenzierten Art und Weise. Hat Schwarz-Rot-Gold in der Bonner Republik wieder seinen Platz gefunden als Zeichen der Republik. Die DDR hatte auch schwarz-rot-goldene Farben. Es war aber dann schließlich auch ein Zeichen, ein wirkmächtiges Zeichen der Freiheits- und Einheitsbewegung, der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Und insofern muss man dieser Kette an Tradition auch die Freiheitsbewegung und insbesondere auch Leipzig erwähnen. Und im wiedervereinten Deutschland blieb es das Staatssymbol für uns alle.
Wir stehen hier vor einem wichtigen Exponat dieser parlamentshistorischen Ausstellung. Sie sehen eine schwarz-rot-goldene Fahne. Mit aller Wahrscheinlichkeit ist das die Urfahne des Deutschen Bundestages aus dem Bonner Plenarsaal, die der Deutsche Bundestag zu seiner konstituierenden Sitzung 1949 vom Bundesratspräsidenten und damaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Arnold, geschenkt bekam. Gemeinsam mit einem hölzernen Fahnenmast. Der ist beim Parlamentsumzug mit nach Berlin umgezogen und steht heute im Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Diese Fahne wurde dann außer Dienst gesetzt, weil sie durch einen Farbbeutelanschlag in den 80er Jahren verschmutzt wurde, wie man auch sehen kann an den roten Flecken. Im November 1983 veranstaltete der Deutsche Bundestag die Veranstaltung Jugend fragt Parlament, und eine Berliner Delegation, die von den Grünen eingeladen worden war, reiste dafür nach Bonn, trat in der Plenarveranstaltung dieses Jugendparlaments auf, verteilte Flugblätter, schrieb Parolen und hielt auch ein Transparent hoch, auf dem stand: El Salvador, Libanon, Türkei. Bei jeder Schweinerei ist die BRD dabei, und warf dann zwei Farbbeutel eigentlich in Richtung des Adlers. Die trafen aber auch die Fahne, die daraufhin eben beschmutzt wurde. Sie alle kennen den Adler des Deutschen Bundestages, liebevoll Fette Henne genannt, der von Ludwig Gies 1953 entworfen wurde. Er ist nicht nur der Adler des Deutschen Bundestages, er wird mitunter auch als gesamtstaatliches Symbol wahrgenommen und wurde sogar auf einer Briefmarke auch als solches abgedruckt. Was wir hier sehen, ist ein Rest der Krallen des ersten Giesschen Adlers für den Bonner Plenarsaal. Er ist gearbeitet aus Gips und Drahtgeflecht, also ganz einfachen, leichten Materialien, und spiegelt in gewisser Weise auch das wider, was das Bonner Staatsgefüge nämlich war. Es verstand sich als etwas Provisorisches. Der Giessche Adler ist beim Umbau des Plenarsaals in seine Einzelteile zerlegt worden und verschwand in Museumskisten. Und ich bin sehr froh, dass hier ein Stück ausgestellt wird. Anders als in anderen Staaten haben wir keine verbindliche, einheitliche Form eines Bundesadlers. In der Bekanntmachung des Bundespräsidenten aus dem Jahr 1950 ist geregelt, dass die künstlerische Ausgestaltung des Adlers dem Einzelfall vorbehalten bleibt. Anders als in vorangegangenen Jahrzehnten ist seit der deutschen Wiedervereinigung völlig geklärt, dass die deutsche Nationalhymne aus der dritten Strophe des Deutschlandlieds, gesungen mit der Melodie von Joseph Haydn, die dieser 1797 für die österreichische Kaiserhymne Gott erhalte Kaiser Franz, unseren guten Kaiser Franz, komponiert hatte. Die erste und die zweite Strophe gehören nicht zur Nationalhymne. Es sind auch nicht alle drei, sondern es ist nur die dritte Strophe. Und das resultiert aus einem Briefwechsel zwischen ursprünglich dem Bundespräsidenten Heuss und Adenauer und dann eben nochmal in geklärter Weise zwischen Richard von Weizsäcker und Helmut Kohl. Unsere Teilnahme an der #Unteilbar-Demo war ja der Anlass und der Auslöser für dieses Buch. Das war ein stundenlanger Spießrutenlauf, und das Erschreckende waren nicht kleine Gewaltausbrüche, die wir erlebt haben, als man uns beispielsweise eine Flagge geraubt hat, sondern das Erschreckende war doch, dass ganz viele Menschen überhaupt gar nichts anfangen konnten mit unserer Symbolik, dass wir mit der Deutschlandflagge und der Europaflagge für die freiheitlich-demokratische Grundordnung demonstrieren. Das war vielen nicht eingängig. Schwarz-Rot-Gold wurde als Flagge des Holocausts bezeichnet. Wir wurden als Nazis beleidigt und wir sollten doch lieber in Dresden demonstrieren. Und das war eine eher unschöne Erfahrung. Vor dem Reichstag weht eine Deutschlandflagge, die größer ist als die anderen, die an den Portalen gehisst sind oder auf den Ecktürmen. Und das ist die Flagge der Einheit. Das ist etwas Besonderes. Das ist keine reguläre Bundestagsbeflaggung, sondern ein Denkmal, das erstmalig gehisst wurde
in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990, also dem ersten Tag der deutschen Einheit. Zu diesem Tag, sie ist etwa 60 Quadratmeter groß und weht in 28,5 Meter Höhe. Und das Besondere daran ist, sie unterfällt nicht der Flaggenordnung, wird also auch nicht auf Halbmast gesetzt, sondern symbolisiert das singuläre Ereignis der deutschen Wiedervereinigung, Tag und Nacht. Die Geschichte unserer Staatssymbole ist eine spannende und ich hoffe, möglichst viele Leserinnen und Leser dafür begeistern zu können. Wir müssen uns mit der Geschichte unserer Demokratie und ihren Grundlagen auseinandersetzen, um die Zukunft gestalten zu können.